Als erstes die extreme soziale Polarisierung der Sozialstruktur, dann eine Rückkehr von Mauern in Form von gated communities, Burgen innerhalb der Stadt. Dann haben wir eine politische Dimension, die extrem interessant ist, dass zunehmend auch die Geldaristokratie politische Machtämter bekleidet, Präsidentenämter. Dann haben wir eine Dimension in der Wirtschaftsstruktur, dass zunehmend auch wieder auf extraktivistische Tätigkeiten zurückgegriffen wird, Landgrabbing. Und wir haben eine Verschiebung im normativen System weg von der klassischen Weberschen Idee der protestantischen Ethik, um zu produzieren, hin zu einer eigentlich fast ostentativen Darstellung von Konsum, einer Bereicherungsökonomie, wie Boltanski das kürzlich genannt hat. Und diese Elemente lassen sich eben zusammenfügen, sodass wir auch kulturelle Dimensionen drin haben, wie den Verlust von Zukunft, die gegenwärtigen Retro- und Heritage-Moden. Und diese Sachen können wir zusammendenken mit dem Konzept von Refeudalisierung, um die gegenwärtigen Prozesse, globale Prozesse von sozialer Ungleichheit, von extremem Rechtsruck in verschiedenen Ländern global und von ökonomischen Debatten zusammenzudenken. Wenn man hier zum Beispiel reinschaut in Lateinamerika, dass sie hier Formen haben, die ganz stark koloniale Motive aufgreifen, was sich verbindet mit dem gegenwärtigen Heritage-Boom, der hier dazu führt, dass hier eine weiße, elitäre Selbstidentität reproduziert wird und dabei aber eigentlich eine Form von Retrokolonialität abnehmen, dass sie sozusagen das Koloniale marktfähig machen, verkaufbar machen, aber ihrer historischen Bedeutungsdimension um Ausbeutung, koloniale Gewalt bereinigen. Während global diese neue Elite vor allem entstanden ist aus den neuen Veränderungen des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, ist das 1% in Lateinamerika vor allem nochmal stark an Landbesitz gebunden. Für mich ist das nicht nur einfach ein statistisches Zahlenspiel, sondern es zeigt eigentlich ein Extremmaß an sozialer Polarisierung, dass unsere herkömmlichen Begriffe von sozialer Schichtung, Klassenlagen etc. hier an ihre Grenzen geraten, dass wir ein neues Vokabular brauchen. Hier ist nochmal interessant, dass Refeudalisierung ja nun nicht heißt, wir kehren zur feudalen Zeit zurück, sondern wir haben die Erfahrung gemacht von Demokratisierung, von Freiheit, von Gleichheit. Und ich denke, es geht darum, sozusagen diese Erfahrung auch wieder zurückzugewinnen und diesen Tendenzen zur Autokratie entgegenzusetzen. Des Weiteren sehe ich ökonomisch gerade in der Debatte um Commons, Gemeineigentum, eigentlich eine große Perspektive.